Im Sommer zu malen ist ja manchmal gar nicht so einfach, weil die Farben auch einfach viel schneller trocknen. Ich will das fließen lassen, trotz alledem, und kritzel hier auch erstmal drauf los. Also Wasser, Leichtigkeit, bunte Farben. Der Sommer soll hier einfach auf die Leinwand rauf. Ganz abstrakt natürlich. Schwanke ich doch schon wieder zwischen Wasser und Blumen. Und was kann das dann sein? Seerosen möchte ich heute nicht malen. Ne, ich möchte tatsächlich gegenstandslos malen. Also, ich möchte das Gefühl auf die Leinwand bringen und nichts darstellen. Und das Gefühl ist definitiv da. Ich, zeige euch nachher auf jeden Fall, was hier im Atelier noch steht. Das binde ich hier irgendwie ans Ende dann ein. Ach, da ist das Kreuz, drückt sich hier durch, aber auch Farbe von dem Wischer hier. Den muss man natürlich immer sauber machen. Ich sage es ja immer wieder und habe es selber nicht gemacht. Ich weiß. So fängt das gut an. Das macht doch schon gleich Spaß. Und ich habe mir hier kein Wasser hingestellt, das gibt's doch gar nicht. Also, ja, die Hitze, ne? Muss ich irgendwie so jetzt hinkriegen, also ohne Wasser, nur aus der Sprühflasche jetzt. So. Ja, schau, wie so ein Goldregen hier. Goldregen. Oh ja, mal gucken. Es macht total viel Spaß. Ich hoffe, du siehst das gerade, weil auch trotz Hitze kann ich hier mit dem Wasser richtig gut arbeiten und es entstehen hier so schöne Effekte. So, das war doch schon mal ein schöner erster Schritt. Jetzt mache ich hier auch mein Werkzeug sauber. Ja, wobei du solltest es einfach auch später noch mal richtig abwaschen. Und apropos abwaschen, jetzt machen wir hier einfach noch einen Effekt rein. Auch wieder mit viel Wasser arbeiten, weil es trocknet wirklich so schon schnell die Farbe. Und deswegen nutze ich das hier heute alles, was geht. Alles, was mit Farbe, mit Wasser geht, versuche ich hier unterzubringen. Und es ist auch so schön beruhigend, wenn die Farbe da so runterfließt. Es inspiriert auch. Ist jetzt so transparent und diese Fließspuren. Aber ich wische das hier oben nochmal ab. Hat irgendwie was von so Baumreihen, finde ich. Deswegen kann jetzt hier so ein goldenes Licht drüber. Ja, die Leinwand ist schon wieder trocken. Deswegen, das läuft hier alles nicht. Und ich sprühe einfach noch mal ein bisschen Wasser wieder nach. Oh, lieber noch mal gucken eben, dass es auch wirklich sauber ist. Gerade bei dem Gold, das ist dann empfindlich. Da will ich natürlich auch diese Leuchtkraft behalten. Und soll sich jetzt auch nicht so dolle da, zumindest nicht mit dem Grün vermischen. Aber so teilweise geht, aber nicht überall. Goldene, abstrakte Figuren sind hier entstanden. Also die sehen schön aus, wiederholt sich auch zu dem unteren Teil. So, in der Zwischenzeit habe ich mir auch Pinsel geholt und Wasser vor allen Dingen. Also ich habe mir extra hier nochmal schnell Wasser hingestellt, weil das hatte ich echt vergessen. Und jetzt kann ich hier natürlich wieder auf der Leinwand mischen und
ja, mich hier so schön mit dem Pinseln über die Leinwand bewegen und auf der Fläche mischen. Das Grün löst sich hier ja gleich wieder an. Es ist ja noch nicht richtig durchgetrocknet. Also da kann man auch viele schöne Nuancen jetzt erarbeiten und so auch einsteigen in die Malerei. Ja, das kennst du, das Muster, oder? So eine typische Bewegung von mir, das kennst du aus dem letzten Video. Und ich habe mir auch kein Palettmesser hingelegt. Es ist wirklich verrückt heute. Und diese Blütenform lässt mich natürlich nicht los, deswegen muss ich noch mal ganz kurz ausprobieren, was so geht. Und da muss man eben kreativ sein und hier einfach den Stiel benutzen statt ein Palettenmesser. Also du kannst auch einfach da kreativ werden. Oh ja, die Erdbeersaison. Ich habe hier ein wunderschönes, ja, so ein Rot, Pinkrot. Das gebe ich hier mal rüber. Ich hoffe, das Grün ist einigermaßen trocken. Manchmal ist ganz gut, wenn man sich gar nicht alle Farben hinstellt. Das Rot habe ich mir nämlich eben noch geholt. Und in der Zwischenzeit ist der untere Ton auch schon wieder halbtrocken. Aber nass will ich jetzt auch nicht arbeiten, also zu nass ist schlecht, weil dann löse ich das Grün nämlich wieder an. Also ja, man muss immer so ein bisschen auch gucken, wann man das Wasser einsetzt. Also jetzt versuche ich das einfach nochmal, das laufen zu lassen, aber eben gerade wäre es dann halt anders wieder geworden. Zwischendurch einfach mal kurz drehen, wieder einen anderen Blick gewinnen. Jetzt sieht es hier oben auch schon wieder ganz anders aus. Die Farben gefallen mir jetzt auf jeden Fall besser. Das Grün gefällt mir besser. Das ist so ein schönes Olivgrün. Und jetzt ja, das Wasser. Das türkise Wasser darf nicht fehlen. Also jetzt haben wir das Erdbeer-Orangeneis mit kühlendem Schatten und das schöne, klare Wasser hier. Mit den Fingern kann man gut immer wieder mischen und wischen und das Wasser darf darauf stehen und auch noch ein bisschen laufen.
So ein kleines Sommerabenteuer hier auf der Leinwand. Es ist noch nass, es fließt noch ein bisschen, aber ich lege es hier trotzdem mal im Rahmen rein, um dir zu zeigen, hallo, das geht doch. Du kannst auch im Sommer malen. Also kein Problem, nimm einfach ganz viel Wasser. Und jetzt zeige ich dir das nochmal. Sommer, Sonne, Leichtigkeit, bunte Musik. Ja, einfach mal die fröhlichen Farben auf die Leinwand geben und es dann fließen lassen. Also mit viel Wasser kannst du sowas gut umsetzen. Also es gibt keinen Grund, im Sommer nicht zu malen. Also such dir ein schönes, schattiges Plätzchen, deck den Boden irgendwie ab und dann greif einfach zu deinen Farben und mach einfach. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und ich gehe jetzt nochmal langsam hier rüber. Werfen wir hier nochmal einen Blick an den Seerosen vorbei ins große Atelier. Und da gucken wir mal kurz rein. Da steht nämlich ein riesiger Schirm und spendet Schatten. Und das macht irgendwie gute Laune, finde ich. Das ist eine ganz andere Atmosphäre gleich. Und so können wir da eben auch wunderbar malen im Schatten. Und daher kam überhaupt dieses ganze Sommerfeeling. Also schön, dass du hier bist. Mach's gut. Ja, diesmal war der Impuls ja ein komplett anderer. Einfach ein Schirm im Atelier hat mich dazu gebracht, eben diese Leichtigkeit zu fühlen oder diese Bewegung, das Gefühl von Sommer einfach auf die Leinwand zu bringen. Und das hat Spaß gemacht und ich freue mich hinterher auch, dass ich das gemacht habe. Und so hoffe ich einfach auch, dich dafür begeistern zu können, dass du das auch machst und ja, deinen Impuls einfach folgst und nicht diese Hürden, die dann vielleicht auftauchen, weil es jetzt gerade zu heiß ist, dass technisch oder thermisch gerade schlecht ist oder auch mentale Hürden da irgendwie auftauchen, so wie wir es letzte Woche auch schon besprochen haben, dich davon womöglich abhalten, ja, zu malen. Das wäre sehr schade. Also ich hoffe, du folgst jetzt meinen Impuls, einfach die Sprühflasche zu nehmen. Mach das einfach, genieße das, gerade diese Kühle dann ja auch und male. Und im Newsletter wirst du schon gehört haben, wo ich jetzt wahrscheinlich bin. Letzte Woche hatte ich das ja auch schlecht geschafft mit den Antworten und heute wahrscheinlich noch schlechter, weil ich heute wahrscheinlich gerade in Paris bin. Also wenn du den Newsletter abonniert hast, dann wirst du jetzt wissen, wo ich bin und ob alles geklappt hat. Und nächste Woche werde ich im Newsletter sicherlich berichten, wie es war in Paris und ob alles geklappt hat. Genau. Und den Link dazu pinne ich dir wieder in die Kommentare. Also folge mir gerne dort. Dort kann ich auch nochmal andere Einblicke dir geben oder andere Tipps oder was auch immer. Also danke, dass du hier bist. Danke, dass du so viel teilst mit mir und mit der ganzen Community hier. Das macht das Ganze so wertvoll und so vertrauensvoll ja auch. Also vielen, vielen Dank dafür und jetzt los, ran an die Leinwand und viel Spaß dabei. Hol dir die Leichtigkeit manchmal auch zurück. Mach's gut. Tschüss.